So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Webinar am Samstag, den 26. November. Heute möchte ich mich auf einen kleinen Leitfaden konzentrieren, um euch mitzuteilen, was meiner Meinung nach wichtig ist im Trading, abgesehen von Analyse. Und es wird ein paar Tipps geben, wie ihr das umsetzen könnt für euch. Als allererstes möchte ich allerdings mit einem kleinen Exkurs beginnen, und zwar mit einem kleinen Exkurs in ein ganz abgespacedes Thema, was in Richtung Quantenphysik geht. Und zwar ist es so, dass wir alle bestehen aus irgendwas. Wir alle sind keine feste Materie, wie wahrscheinlich manche von euch wissen, sondern auch unser Körper, auch dieser Tisch hier, auch dieses Handy, auch dieses Glas. Alles besteht aus Atomen, die umkreist werden von Elektronen. Jetzt ist es eben so bei diesen kleinen Teilchen, aus denen wir bestehen, dass wir uns eigentlich nur zu einem ganz, ganz, ganz kleinen Teil wirklich auch sozusagen fester Materie zu irgendwas, eben der Atomkern bestehen, was, weiß ich nicht, 0,0001% ausmacht und eben über 99,9% von allem, was wir sehen, was uns umgibt, aus was wir sind, ist eben eigentlich Energie. Also Elektronen sind Energie. Genau, das bedeutet, genau, nagelt mich da, falls hier ein Physiker ist, bitte nicht drauf fest, aber das ist eben, sage ich mal, so eine grobe Weltanschauung, beziehungsweise ja auch einfach die Realität. Und wir wissen jetzt im Prinzip schon, dass 99,9% eigentlich Sachen sind, die wir nicht anfassen können und die wir auch nicht wirklich mit unserem menschlichen Verstand verstehen können. Oder zumindest mir fällt es sehr, sehr schwer zu begreifen, dass mein Handy hier keine feste Materie ist, obwohl es sich fest anfühlt und sich eigentlich nie verändert. Und es gibt mittlerweile, ich habe auch schon öfters mal Autoren von ihm empfohlen, es gibt mittlerweile mehrere Autoren, die sind allerdings aktuell hauptsächlich noch englischsprachig, aber es gibt Übersetzungen, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigen und die das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung eben über dieses Quantenphysik-Thema aufrollen. Und aus meiner Perspektive ist es eigentlich auch das Einzige, was für mich Sinn macht. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich mich so intensiv zum Beispiel mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen auseinandersetze, wieso ich überhaupt der Meinung bin, dass ich meditiere, weil ich frage mich einfach, was ist das für ein Leben, das uns eigentlich von unserer Gesellschaft und von der Schule und wo auch immer wir alles so aufschnappen, aufgelegt wird, indem wir uns zu 99,9% auf Materielles konzentrieren oder auf das äußere Umfeld konzentrieren. Was hast du für einen Job? Was machst du da? Was leistest du? Was ist dein Outcome? Was besitzt du? Das sind einfach so Themen, um die es ganz, ganz viel geht bei uns in der Gesellschaft. Und ich frage mich ja schon, wieso konzentrieren wir uns so wenig auf die Dinge, die eigentlich wirklich Energie sind? Zum Beispiel Gedanken sind Energie. Oder wie sonst würdet ihr erklären, dass eure Erinnerungen zum Beispiel gespeichert werden? Die sind eben auch in einer Form der Energie gespeichert. Und wir spüren auch, dass Gedanken Energie sind, denn wenn wir positive Gedanken haben, dann strahlen wir sofort was ganz anderes aus, dann haben wir eine ganz andere Wirkung auf unser Umfeld, als auf die Menschen, die wir so treffen, als wenn wir negative Gedanken haben. Mit einem negativen Gedanken, den ich morgens zulasse, kann ich meinen ganzen Tag versauen, ohne Probleme, wenn ich den weiter und weiter und weiter durchdenke. Und das kann so weit gehen, dass einen negative Gedanken krank machen, womit wir wieder bei dem Thema sind, dass man eben wirklich mit der Kraft der Gedanken oder mit den Dingen, die man halt eben nicht so gut erklären kann, doch einfach sehr, sehr viel anrichten kann. Und deswegen ist dieses Thema für mich auch im Trading eben so extrem wichtig, weil im Trading ist es ja noch mehr so, ich meine natürlich, es gibt so in Anführungszeichen das, was wir erklären können, die Dinge, die offensichtlich sind, wie zum Beispiel, dass viele Marktteilnehmer am Markt sind, dass wir analysieren müssen, dass dies und jenes passiert. Aber was wir eben begreifen müssen, ist, dass wir einfach gar keine Kontrolle haben. Wir haben das Einzige, was wir kontrollieren können, das sind wir. Das sind unsere Gedanken, das ist die Art und Weise, wie wir Probleme lösen, das sind unsere Strategien, wie wir auf Emotionen, wie wir auf negative Gespräche, wie wir auf andere Menschen reagieren. Das sind die einzigen Dinge im Leben, die wir immer kontrollieren können. Wir können niemals kontrollieren, was mein Gegenüber macht.
Es ist eben genau zum Beispiel auch der Punkt, ja, wenn ich mich mit jemandem nicht gut verstehe oder es dann, weiß ich nicht, irgendwie einen Zwiespalt gibt, dann kann ich persönlich gar nichts daran ändern, wie diese Person agiert, reagiert, ob diese Person mich angreift, ob diese Person mich nicht angreift. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich mit einem reinen Gewissen rausgehe und dass ich sozusagen weiß, okay, ich konzentriere mich einfach auf mich, auf meine Gedanken, auf meine Handlungen. Und was hat das Ganze jetzt mit Trading zu tun? Also die Überleitung für mich ist eben wie folgt, dass wir uns also wirklich aus meiner Perspektive auf die Sachen konzentrieren müssen, die wir beeinflussen können, auch beim Trading. Und da ist es noch viel, viel wichtiger, denn jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich heute unbedingt ansprechen möchte und wo ich unbedingt nochmal ganz klar darauf hinweisen will. Und zwar ist es nämlich so, dass ich mir denke, wir kommen mit der Erwartungshaltung und die wird uns verkauft von eigentlich jedem Coaching, von jedem YouTuber, von jedem Trader auf Instagram, vielleicht sogar von mir, unbewusst. Aber wir kommen mit der Erwartungshaltung in das Trading rein, dass okay, vielleicht wissen wir, dass wir uns schon ein bisschen auf die Analyse konzentrieren müssen, dass wir ein bisschen was lernen müssen. Vielleicht haben wir mittlerweile verstanden, dass es uns nicht geschenkt wird und dass wir nicht in einem Tag reich sind. Ich glaube, die meisten, die jetzt hier sind, die kenne ich, die kenne ich wahrscheinlich schon seit fast einem knappen Jahr mittlerweile. Wir haben jetzt verstanden, okay, wir müssen was leisten, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Effort reinstecken, als wir am Anfang gedacht haben. Aber was wir, glaube ich, immer noch, also wo ich immer noch sehe, dass ganz viele es einfach nicht verstanden haben, ist, dass wir in den Sektor quasi reingehen wollen, der am schwierigsten erreichbar ist eigentlich für normale Menschen, für arme Menschen wie uns, also arm im Vergleich zu den reichsten Menschen der Welt. Wir kommen in den Finanzsektor, wir setzen uns mit Leuten wie Jeff Bezos, wie Warren Buffett an einen Tisch und wir erwarten, dass wir im Trading Geld verdienen. Warum? Das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, die wir uns überhaupt stellen sollten. Dass wir denken, wir sitzen mit den klügsten Mathematikern, mit den erfahrensten Risikoberatern aus der ganzen Welt, die das seit Jahren machen, an einem Tisch und erwarten, dass wir Geld verdienen. Was eigentlich schon sehr paradox ist. Und es ist eigentlich auch schon sehr paradox, dass wir im ersten Schritt auf diesen Werbeanker reinfallen. Und da sieht man mal wieder, wie der Mensch gestrickt ist, ja, weil im Prinzip, also ich denke, jetzt haben die meisten hier begriffen, dass es auf jeden Fall nicht der Weg zum schnellen Geld ist. Aber ich denke, dass die meisten von euch, genauso wie auch ich, obwohl ich auch vorher im Finanzbereich gearbeitet habe, wir haben uns schon ein bisschen blenden lassen und haben gedacht, das ist der Weg zum schnellen Geld. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso interessanter finde ich es eigentlich, dass so viele Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen am Anfang, dass sie nur in diesen Markt hineingelockt werden, weil man ihr Geld haben möchte. Und weil je mehr frisches Geld dazukommt, umso mehr Geld kann eben an große Marktteilnehmer verteilt werden. Und dann ist der nächste Gedanke, den ich sehr spannend finde, dass es dann, wenn man das alles erkannt hat, tatsächlich noch Menschen gibt, die der Meinung sind, man könnte den Markt mit Analyse schlagen. Alles, was wir machen, auch alles, was ich mache, alles, was ihr in Smart Money macht, alles, was ihr im Volumentrading macht oder was ihr von sonst irgendeinem super krassen Trading-Influencer erzählt bekommt, alles, was wir machen, ist öffentlich einsehbar. Jede Strategie ist eigentlich kostenlos erhältlich. Ich sag mal, man kann den schweren Weg gehen und man kann sich am Anfang im Trading erstmal selbst durchschlagen, bis man dann irgendwann auf Smart Money /Volumen /ICT /Liquidität, was irgendwo alles sehr nah beieinander liegt, stößt und erkennt, dass wenn man Geld verdienen kann, hier dann ausschließlich so. Man kann den ein bisschen einfacheren Weg gehen und man kann für Coaches bezahlen oder für Videokurse, die einem erstmal die ersten Schritte im Trading ermöglichen. Aber nichtsdestotrotz wird man irgendwann an einen Punkt kommen, wo man sich dann trotzdem fragen muss, warum sollten wir mit einem Konzept
was Smart Money oder Liquidität oder Volumen genannt wird, erfolgreiche Markt sein. Dieses Konzept, das ist bei YouTube, das kann sich jeder Investmentbanker anschauen. Es ist einfach allseits bekannt. Und deswegen ist es eben für mich wirklich, ich will einfach die Leute ein bisschen wachrütteln. Auch in meinem Coaching möchte ich die Leute wachrütteln. Der Mensch neigt dazu, alles kontrollieren zu wollen. Wir wollen kontrollieren, weil wir Angst haben. Wir haben Angst, Geld zu verlieren und wir denken, mit besserer Analyse und mit mehr Kontrolle können wir das verhindern. Aber ich sage euch, dass genau das der falsche Weg ist. Denn wenn ihr nicht bereit seid, Geld zu verlieren, dann habt ihr im Trading sofort verloren. Ihr müsst bereit sein, in der Minute, wo ihr ein Trade eingeht, dieses Geld zu bezahlen, um zu sehen, ob eure Analyse dieses Mal funktioniert. Es ist quasi der Wetteinsatz, der als verloren gilt. Deswegen, es macht gar keinen Sinn, dass man quasi versucht, über eine extrem gute Analyse, über Stunden, ne, am Chart tatsächlich den Markt zu schlagen, weil das ist einfach was nicht passieren wird. Und deswegen müssen wir uns eben überlegen, wie können wir es schaffen, in diesem Business Geld zu machen? Und ich begleite, wie gesagt, ganz, ganz viele von euch jetzt schon, eigentlich kenne ich jetzt bestimmt schon ein Jahr oder zumindest ein halbes Jahr. Und ganz, ganz viele von euch weiß ich, dass sie sehr, sehr fleißig sind. Also wir haben hier kaum Leute im Meeting oder gar keine Leute, zumindest die ich kenne, die irgendwie, keine Ahnung, wo ich jetzt sagen würde, die schaffen es nie, weil sie haben eh keinen Bock und sie liegen faul zu Hause, anstatt zu backtesten. Ganz im Gegenteil. Hier sind super smarte Leute, hier sind super fleißige Leute, die begriffen haben, sie müssen wirklich ihren Weg gehen und sie müssen ihre Stunden am Chart natürlich bringen. Man muss Erfahrung sammeln, aber trotzdem sehe ich die Leute und ich weiß, dass sie zum Beispiel noch nicht profitabel sind oder nicht so profitabel sind, wie sie gerne wären. Und für mich persönlich ist der Schlüssel eben hierzu, und ich sehe es tatsächlich auch ich sehe es eigentlich bei jedem Trader. Ich sehe es auch bei Tradern, die profitabel sind. Und irgendwann, klar, wenn du mal ein paar Jahre Markterfahrung hast, dann kannst du schon einiges an Mindset ausbügeln. Aber es gibt auch einfach manchmal Momente im Trading, wo du in sehr, 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 sehr tiefe Löcher fällst. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich da schnell wieder rauszuholen, dann verlierst du viel mehr Geld als notwendig. Und auch da kenne ich eigentlich sehr gute Trader, wo ich sagen würde, wow, ja, die haben ihre Erfahrung gesammelt, die haben ihre Analyse gemacht und dennoch weiß ich von genau diesen Tradern, dass sie dann zum Beispiel ein bisschen länger brauchen, um sich aus so einem Loch wieder rauszuziehen, weil sie sich eben nicht so viel mit dem Mindset auseinandersetzen und weil sie sich eben nicht so viel mit ihren inneren Problemen, die sie beim Trading so haben, beschäftigen. So komme ich auch zu meinem Ansatz und deswegen ist es auch so, das möchte ich auch gerne noch sagen, dass für mich steht immer in allererster Linie Konsistenz im Vordergrund. Und das sollte für euch auch so sein. Und das möchte ich jetzt vor allem auch denen mitgeben, die vielleicht bei mir im Coaching sind oder sein werden. Wie ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich werde ein System entwickeln, dass wir quasi immer öffentlich jeden unserer Trades am Ende des Tages teilen. Wahrscheinlich wird das ein gemeinsames Excel-Dokument sein, damit A, jeder wirklich seine Trade-Statistik führt und damit B, man auch weniger, sage ich mal, FOMO oder emotionale Trades macht, weil man einfach weiß, man wird sich für diesen Trade in einer Art und Weise erklären müssen oder zumindest 2 Sätze dazu sagen. Was ich nicht möchte, ist, dass es dann heißt, oh mein Gott, die hat heute so viel Geld verdient, ich will auch so viel Geld verdienen oder was auch immer. Weil das ist der falsche Ansatz. Es geht immer nur um dich und deinen Account. Der erste Schritt ist immer, deinen Account zu schützen. Das heißt, der erste Schritt ist, kein Geld zu verlieren. Wenn du es schaffst, eine Woche kein Geld zu verlieren oder 2 Wochen, dann hast du schon relativ viel geschafft im Trading. Dann bist du schon weiter als 90% der Menschen. Und wenn du es dann noch schaffst, kleine Gewinne zu machen, dann ist alles getan. Ich habe zum Beispiel, ihr habt ja vielleicht meine Story am Freitag gesehen, ich habe am Freitag, ich habe meine Trades, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe eigentlich meine Limit Orders gesetzt, so wie immer. Aber ich glaube, ich hatte mein Take Profit zu weit oben. Jedenfalls ist der Trade dann in den Stop-Loss gelaufen, bevor er in den Take Profit gelaufen ist. Das fand ich sehr amüsant, weil das war witzig, weil 2 meiner Mentees haben mir gleichzeitig ihre Screenshots geschickt von blauen Zahlen und Gewinnen. Und ich dachte mir so, sieht bei mir irgendwie anders aus. Aber nichtsdestotrotz, es war dann eben die Situation so,
dass ich dann, ich war dann minus 0,9%, also ich hatte, glaube ich, 4 Trades habe ich verloren, dann hatte ich ja genau minus 900 irgendwas Dollar. Und dann habe ich ja gesagt, ich poste die Story später. Ich habe sie später gepostet und ich habe dann nochmal 2 Gewinntrades gehabt, aber ich meine, es war jetzt kein krasser Tag, ja, es waren jetzt irgendwie 200 Dollar. Ich war einfach happy, weil ich halt irgendwie, ja, mir dachte so, nice, ich habe irgendwie kein Minus gemacht und habe damit mein Wochenergebnis nicht versaut, sondern nochmal 200 Dollar mehr, 200 Dollar haben oder nicht haben. Ist irgendwie schon ein Viertelflug nach Bali. Und ich habe tatsächlich böse Kommentare bekommen auf diese Story. Ich habe böse Kommentare bekommen, mir wurden Sachen zugeschickt, die Leute darüber geschrieben haben und sich darüber lustig gemacht haben, ob man sich denn als richtigen Trader fühlt, wenn man quasi nur 200 Dollar an einem Tag macht. Aber für mich ist eben das Wichtige, dass man halt einfach sich wirklich auf sich konzentriert. Mir ist es egal. Es gibt Tage, da mache ich unfassbar viel Geld und dann gibt es manchmal Wochen, da mache ich jeden Tag nur 200 Dollar. Es ist einfach so, dass es Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann. Und deswegen vergleicht euch, auch wenn ihr euch mit jemandem austauscht, vergleicht nicht eure Gewinne mit anderen. Gönnt es einfach jedem, wenn er gute Trading-Gewinne hat und konzentriert euch wirklich erstmal darauf, kein Geld zu verlieren. Genau. Gut, jetzt werde ich gleich meinen Screen sharen und werde mit euch durch eine kleine Präsentation gehen. Denn ich glaube, jeder, der jetzt hier ist, hat begriffen, wie unfassbar wichtig der Mindset-Part ist. Wir haben zusammengefasst, wir können den Markt nicht über Analyse schlagen. Wir können uns nicht gegen die besten Mathematiker von irgendwelchen Hedgefonds stellen und denken, wir sind besser als die. Was wir machen können, ist, wir können den Markt mit Risikomanagement und mit einem klaren Geist schlagen. Denn was auf jeden Fall funktioniert, ist, Strategien zu finden, die einem eine Gewinnwahrscheinlichkeit von mehr als 50% geben. Und was auch auf jeden Fall funktioniert, ist, dass du dich auf dein eigenes CAV konzentrierst. Du kannst von Anfang an sagen, ich gehe keinen Trade ein, bei dem ich ein schlechteres CAV als von 1:4 habe zum Beispiel oder von 1:2. Das musst du für dich persönlich entscheiden. Aber mindestens 1:2 würde ich empfehlen. Genauso kannst du sagen, dass du deine Trades immer mit deinem CAV von, keine Ahnung, zum Beispiel 1:4 setzt und sie nicht mehr veränderst. Und das sind wirklich 3 schon so wichtige, aber so einfache, wichtige Dinge, mit denen du sofort profitabel wirst. Sofort. Du müsstest nicht mal mehr an deiner Strategie arbeiten, um ehrlich zu sein. Weil alles, was du machen musst, ist das wirklich stupide zu befolgen. Einfach immer das Gleiche machen. Du kannst, selbst wenn du sagst, du nimmst, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Indikator X und immer bei der blauen Linie gehst du long und bei der roten Linie gehst du short, dann ist es ausreichend. Es ist ausreichend, wenn du dann Risikomanagement im Griff hast. Und das ist einfach das Spannende im Trading. Und das ist auch das Spannende, was ich immer wieder beobachte, dass so viele Menschen so sehr, sie versuchen Bücher zu lesen, sie schauen sich noch 10.000 YouTube-Videos an, sie versuchen noch mehr zu lernen und noch mehr zu lernen. Aber das Problem ist, dass wahrscheinlich alle, die hier sitzen, schon ausreichend Wissen haben, um profitabel zu sein. Aber jetzt kommen wir zu dem größten Problem, was wir haben, wenn wir ins Trading einsteigen. Als ob die Probleme, die wir jetzt angesprochen hätten, noch nicht groß genug wären, gibt es da noch mehr. Das größte Problem ist, das sind wir selbst. Und das sind wir selbst, wie wir erzogen worden sind, wie unsere Gesellschaft Trader und Geld sieht, welche Bilder wir im Kopf haben und was wir für Projektionen von anderen annehmen. Und das Problem ist, dass diese Projektionen teilweise sehr, sehr, sehr tief sitzen und dass es unfassbar schwierig ist, die rauszubekommen und sich wirklich konsistent über mehrere Monate darauf zu konzentrieren, dass man sich nicht von irgendwelchen Bildern, die uns von anderen auferlegt werden, quasi bestimmen lässt. Und dieses Thema, das kann man eben nur dann angehen, wenn man wirklich bereit ist, sich intensiv mit seiner persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass du 20 Stunden am Tag meditieren musst oder alles übernehmen musst, was ich dir sage, aber in der Präsentation, die ich jetzt gleich zeige, sind sicher ein paar Sachen dabei, die ihr für euch nutzen könnt. So.
Genau, wie gesagt, die bei mir sind, die wissen, ihr bekommt das PDF. Ich werde es wahrscheinlich die nächsten Tage irgendwann rausschicken, weil ich es dann noch ein bisschen intensiver quasi, ein bisschen ausarbeite noch, aber ich habe jetzt die wichtigsten Punkte für heute auf jeden Fall schon mal zusammengefasst. Genau, das ist der Inhalt, das sind die 8 Punkte, auf die ich mich heute konzentrieren möchte. Ich habe aber keine Sorge, zu jedem Punkt habe ich eine Seite und ein paar Sachen zu sagen. Und das sind auch die Inhalte, auch ungefähr so in der Priorisierung, würde ich sagen, wie ich persönlich ans Trading rangehe. Und ihr seht, Strategie und Erfahrung steht weit hinten. Steht weit hinten, weil es einfach nicht das Relevanteste ist. Weil es auch einfach so ist, auch zum Beispiel, wir konzentrieren uns schon darauf, den Leuten beizubringen, wie man den Markt richtig sieht. Man muss auf jeden Fall natürlich einmal ein tiefes Marktverständnis haben, das ist klar. Man muss einmal ganz genau verstanden haben, wie wird ein Trade abgewickelt auf dem Finanzmarkt. Man muss ganz genau verstanden haben, was für ein Ordertyp ist zum Beispiel, wenn ich eine Sell-Limit-Order platziere, was für ein Ordertyp ist mein Stop-Loss und was für ein Ordertyp ist mein Take-Profit. Das sind so technische Dinge, die muss man verstanden haben. Ganz ohne Strategie geht es nicht. Aber diese Dinge wie Zeitplan und Erwartungsmanagement, Persönlichkeit, Ziele, sein Mindset so auszurichten, dass man glücklich bleiben kann, auch in Verlustphasen oder schwierigen Phasen, das sind die Dinge, auf die es am Ende des Tages wirklich ankommt. Und da steigen wir gleich ein. Ich hab, auch, glaube ich, letzte Woche mal gepostet, wie viel Zeit ich am Chart verbracht habe. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass die Realität wahrscheinlich doch so ist, dass man einiges an Zeit investieren muss, auch wenn ich jetzt gerade viel über Persönlichkeit, Mindset, Weiterentwicklung gesprochen habe. Es ist eben doch so, dass man eine gesunde Erwartungshaltung haben sollte. Ich hatte natürlich Zeit und deswegen ist es wahrscheinlich auch der Grund, warum es bei mir ein bisschen schneller ging, weil ich einfach wirklich mich seit Oktober letzten Jahres zu 100% auf nichts anderes fokussiert habe als auf Trading. Und gerade die ersten Monate, also Oktober, November, Januar, Februar, März, April, habe ich mich eingesperrt. Da habe ich mich eingesperrt. Ich habe also vor allem dann nochmal, ich glaube April, Mai, wann bin ich wiedergekommen? Dann habe ich mich nochmal eingesperrt. Juni, Juli, August habe ich mich 3 Monate lang nur mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe es einfach gefühlt, ich habe das nicht geplant. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt 3 Monate einsperren. Ich habe einfach ein paar Bücher gelesen, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben und hatte dann automatisch gar keinen Need, irgendwen aus meinem äußeren Umfeld jetzt reinzulassen. Meine Freundinnen haben mich einmal die Woche zum Abendessen besucht, meine Ängsten, and that's it. Bisschen Familie, aber ich habe das wirklich gebraucht. Und ich sage nicht, dass ihr das Gleiche braucht, weil jeder muss das für sich muss für sich einen Weg finden, wie er gut damit umgehen kann. Ja, ich bin halt jemand, ich lasse mich auch schnell ablenken. Für mich ist es dann einfacher, wenn ich mich manchmal einfach einsperre und mein Ding durchziehe. Leute, die sich halt auch mal an einem Tag mehrere Stunden gut fokussieren können, für die mag das da muss nicht der extreme Weg sein, ja. Aber ich sag mal so, gesunde Zeitplan und Erwartungsmanagement ist, dass wenn ich 21 Stunden pro Woche investiere, was 3 Stunden pro Tag macht, dass man dann eigentlich erwarten sollte, dass man nach 12 Monaten würde man dann wahrscheinlich schon deutliche Ergebnisse sehen. Aber abhängig davon, was man in diesen 21 Stunden macht. Wenn man in diesen 21 Stunden alle 3 Wochen eine neue Strategie lernt, dann wird man nach 12 Monaten gar kein Ergebnis sehen, sondern steht genau da, wo man vor den 12 Monaten stand. Das heißt also, diese 21 Stunden, die man investieren sollte, sind 21 Stunden, die eine Kombination aus Backtesting, aus Trading, aus Zielformulierung, aus Trading-Tagebuch schreiben sein sollte, wo man wirklich sagen kann, man macht diese 12 Monate in diesen 21 Stunden immer das Gleiche. Je öfter ich mein Vorgehen verändere, umso öfter werde ich zurückgeworfen. Da bin ich ein gutes Beispiel. Da ist zum Beispiel auch Magda. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich dich kurz erwähne, ein gutes Beispiel. Weil wir zum Beispiel wissen ganz genau, wenn wir uns ganz stupide auf unsere Limit Orders konzentrieren, uns unsere Scheuklappen anziehen und nicht gucken, was die Leute rechts und links von uns machen, dann läuft es richtig gut. Und sobald wir anfangen, uns irgendwelche crazy Smart Money Konzepte anzuschauen und weiß ich nicht, Break of Structure hier und die Liquiditätskerze und das, dann werden wir zurückgeworfen, weil wir dann plötzlich versuchen, viele Dinge zu kombinieren, die eigentlich die man nicht notwendigerweise kombinieren muss.
Und das ist eben das Thema, was ich eben meine. 21 Stunden pro Woche, 12 Monate, eine Strategie, ein Markt, ein Vorgehen. Der Prozess kann natürlich beschleunigt werden, wenn man wirklich eben, wie gesagt, extrem strukturiert und gleichmäßig handelt. Also ich sage mal so, ich habe auch nicht diese 12 Monate eine Strategie stupide durchgemacht, aber was ich gemacht habe, also ich habe 2 Strategien getradet, zuerst Volumen und jetzt das, was ich jetzt trade. Ich habe es schon 1, 2 Leuten von euch gezeigt, dass diese beiden Strategien sich tatsächlich nicht ausschließen, weil zum Beispiel ich trade jetzt halt ja im Prinzip Smart Money oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, nach Liquidität und Orderblöcken, aber Orderblöcke sind genau da, wo Volumen-POCs sind und ein Volumen-POC funktioniert genau dann, wenn im gleichen Schritt auch noch Liquidität abgegriffen wird. Das kann ich euch auch genauso verraten. Und deswegen ist das im Prinzip, würde ich das irgendwo noch als eine Strategie zählen, die ich einfach dann durch mein jetziges Handeln genauer verstehe. Aber es ist mal im Prinzip kein komplett anderer Handelsansatz. Genau, such nicht den Heiligen Gral. Auch ich kann dir den Heiligen Gral nicht geben. Auch ich in meinem Coaching kann den Leuten den Heiligen Gral nicht geben, sondern ich kann ihnen genau das sagen, was ich euch jetzt auch sage. Und alle, die mich hier kennen, die wissen, dass ich auch genau das ungefähr 5-mal pro Woche wiederhole, bei jeder Gelegenheit wieder sage und sie einfach nur dabei begleite. Aber nein, es gibt nicht die Heilige Gral-Strategie und du wirst nie erfolgreich werden im Trading, wenn du nicht anfängst, den Markt über Statistik, CAV und Risikomanagement zu schlagen. Setz dir realistische Ziele. Die Ziele sollten smart formuliert sein. Genau, das bedeutet spezifisch, messbar, ich glaube anwendbar, realistisch und irgendwie time-based. Also man muss sie auf jeden Fall auch zeitlich festhalten. Ich habe für jedes meiner Ziele ein einseitiges DIN A4-Dokument, wo ich das Ziel einmal als einen Satz formuliere. Dann schreibe ich mir auf, was sich durch dieses Ziel verändert in meinem Leben, im Leben von meinen Lieben. Dann schreibe ich mir auf, welche Schritte ich erfüllen muss, um dieses Ziel zu erreichen und versuche die wirklich messbar zu machen. Ganz einfach, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, Fremdkapitalkonto in der und der Zeit, dann schreibt man sich halt wirklich runter, okay, wie viel Prozent muss ich pro Tag schaffen, um es zu schaffen. Und dann überlegt man sich, dann schaut man sich seine Trading-Statistik an und seine Backtesting-Tabelle an. Dann schaut man sich an, wie ist mein durchschnittliches CAV. Und dann schaut man sich an, wie viel riskiere ich durchschnittlich für einen Trade. Und dann kann man sich ganz genau ausrechnen, ob dieses Ziel realistisch ist oder nicht. Und ob man dieses Ziel so schafft oder nicht. Und ich würde jedem empfehlen, diese Zielformulierung für jedes einzelne Ziel in deinem Leben zu benutzen. Denn da sind wir wieder, auch für Ziele, die sich vielleicht weniger messbar anhören. Und sei es nur, man möchte den richtigen Partner finden oder, keine Ahnung, vielleicht möchte man abnehmen, aber ich weiß nicht, also mit dem Abnehmziel, da bin ich immer nicht so happy, weil ich immer denke, man sollte sich sowieso so lieben, wie man ist. Aber trotzdem, egal welches Ziel du hast oder wo du halt sagst, oder wenn du halt zum Beispiel abnehmen möchtest, weil du gesünder werden möchtest, dann könnte man sagen, ja, das kann man vertreten. Aber auch da ist es so, sobald du anfängst, dich jede Woche oder jeden Tag mit deinen Zielen auseinanderzusetzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie erreichst, viel höher. Weil du einfach deine Gedanken schon auf dieses positive, ich erreiche mein Ziel, ich fokussiere mich darauf, mein Ziel zu erreichen, lenkst. Und wo du deine Gedanken hinlenkst, da lenkst du deine Energie hin. Und da lenkst du deine Aufmerksamkeit hin. Das heißt, in dem Moment, wo du dich morgens mit WhatsApp-Nachrichten, mit Instagram oder whatever beschäftigst, verschenkst du kostbare Energie. Kostbare Energie, die du auf dich und auf deinen Fokus richten könntest. Setz dir diese Ziele unbedingt fürs Trading. Also beim Trading ist ja noch einfacher als für alle anderen Lebensziele, weil du die wirklich messbar machen kannst. Genau, dann betrachte jeden Monat als ein Ganzes. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Oder jede Woche als ein Ganzes. Das werde ich jetzt übrigens anfangen. Denke ich in Zukunft. Das habe ich bei einem anderen Trader auf Instagram gesehen. Das gefällt mir sehr gut. Der postet immer einmal im Monat sein Monatsergebnis quasi in Risikoeinheiten, nicht in Geld. Und dann
auf den jeweiligen Markt bezogen. Und das finde ich irgendwie total schön. Und das finde ich, gibt einem, glaube ich, auch selbst eine gute Übersicht. Weil es gibt auch noch Themen, die wir jetzt hier besprechen, wo ich auch nicht immer ganz perfekt bin. Ich bin auch nur ein Mensch, ja. Also ich kann das natürlich immer, klar, ich habe das alles im Hinterkopf, aber es gibt auch Phasen, wo ich mich weniger connected fühle mit meinen Zielen, und es gibt Phasen, wo ich mich mehr connected fühle mit meinen Zielen. Es gibt da kein richtig oder kein falsch. Das ganze Leben ist eine einzige Wellenbewegung, und so muss man es auch sehen. Genauso, ja, wie an manchen Morgen ertappe ich mich dabei, wie ich Instagram öffne, und an anderen habe ich 3 Stunden erstmal Zeit für mich zu meditieren. Kommt mit dem Flow, aber wichtig ist halt, dass man aware ist, dass man bewusst ist, dass diese Dinge da sind und dass man sie umsetzen muss. Es ist nicht wichtig, dass du morgen perfekt bist. Und es ist auch noch schlimmer, wenn du dann anfängst, dich jetzt irgendwie zu verurteilen, weil du irgendwas nicht gemacht hast oder nicht richtig gemacht hast. Das ist das Allerschlimmste. Verurteile dich einfach für gar nichts, weil du bist einfach in jedem Moment genau so, wie das Universum dich haben möchte, genau so, wie es sein soll. Und das Einzige, was du machen kannst, ist bewusst an den Dingen zu arbeiten. Genau, dann Ziel der ersten Monate im Trading ist es, eine Routine aufzubauen und nicht reich zu werden. Also wie gesagt, es ist halt völlig irrwitzig, dass wir denken, wir kommen ins Trading und machen damit Geld gegen die größten Marktteilnehmer. Aber wenn du es schaffst, in den ersten 12 Monaten eine Routine aufzubauen, dass du wirklich zum Beispiel, lass es die Routine sein, kein Verlust ist größer als $200. Du riskierst immer $200 für jeden Trade. Natürlich abhängig von deiner Kontogröße. Das ist jetzt auf 100.000 Euro Konto gedacht, ja. Und wenn du das alleine mal schaffst, dass wirklich diese Verluste konsistent sind, dann bist du automatisch profitabel. Dann gibt es kein Problem mehr für dich, profitabel zu werden. Deswegen bau dir diese Routine auf. Mach jeden Tag das Gleiche. Geh zur gleichen Zeit an den Chart, analysiere den Markt auf die gleiche Art und Weise, riskiere den gleichen Geldbetrag. So, dann kommen wir weiter zur Persönlichkeit. Persönlichkeit ist super wichtig, und es ist super wichtig, dass du anfängst, der Erschaffer deiner Persönlichkeit zu werden und dich nicht von deinem äußeren Umfeld oder von der sozialen oder von der Gesellschaft oder von einem sozialen Bild oder von dem Bild, was irgendein Partner oder Freund über dich hat, formen zu lassen, sondern du formst dich. Und man kann zu einem gewissen Grad, natürlich, manche Menschen hatten es schwerer im Leben, manche Menschen haben es leichter im Leben, kann man so sagen, aber das ist alles sehr, sehr subjektiv. Und das ist auch was jeder sehr unterschiedlich wahrnimmt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ab einem gewissen Alter, und dieses Alter ist so das junge Erwachsenen-Dasein, gibt da auch keine Regel, aber ich sage mal irgendwas zwischen 20 und 25, sollte der Moment sein, wo man keinerlei negative Emotionen gegen Freunde, Ex-Partner, Familienmitglieder oder ähnliches hegt. Denn erstens du gibst damit Verantwortung ab. In dem Moment, wo du quasi sagst, ja, aber ich muss das für den und den machen, oder ja, aber der war damals in der Vergangenheit so und so, in dem Moment gibst du die Verantwortung für dein Leben und für deinen Erfolg ab und machst es dir leicht. Es ist natürlich immer so, dass, wie gesagt, jeder hat schwerere oder weniger schwere Schicksalsschläge, aber interessanterweise kann es auch so sein, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe eine meiner ehemaligen, sehr guten Freundinnen während der Schulzeit, die hat nach außen hin, würde man denken, es war alles da. Es war alles da, aber trotzdem war sie sehr unglücklich. Und die Sachen oder hat sich trotzdem in der Opferrolle gefühlt, zum Teil auch, ja. Immer und immer wieder, und konnte das überhaupt nicht ablegen. Und es ist also wirklich so weit gegangen, dass da zum Teil auch Freundschaften dann daran zerbrochen sind. Und das sind einfach so Dinge. Deswegen, ich sage nur, man kann sich immer hinstellen und man kann sich quasi in Selbstmitleid ertränken und sagen, ach, und das ist mir passiert und das ist so schlimm und das ist so schlimm. Nur die Sache ist, es wird sich nichts an der Situation ändern. Und deswegen ist es super wichtig, dass man anfängt, wenn man im Trading erfolgreich werden will, muss man wirklich alle diese Themen aufarbeiten, weil sie immer wieder auf dich einprasseln. Dann, also zum Beispiel stelle ich mir vor, wenn ich einen schlechten Trading-Tag habe und ich hätte zusätzlich noch irgendwie negative Emotionen gegenüber zum Beispiel meiner Familie, meinem Bruder, Streit mit irgendwem oder was auch immer, dann wäre das für mich, glaube ich, viel schlimmer, wenn dann zum Beispiel dann in dem Moment, wo es mir eh schon schlecht geht, wegen einem Trade oder wegen was auch immer, dann noch ein Streit aufkommt. Da wäre es bei mir vorbei.
Das geht einfach nicht. Du musst einfach emotional komplett stabil sein. Du bist ein mentaler Athlet beim Trading. So kann man es am besten sehen. Du musst in Topform sein, was dein Geist angeht, was dein Körper angeht und was was deine Kontrolle über dich angeht. Und ganz wichtig ist, beobachte deine Persönlichkeit in den nächsten beiden Wochen und führe Emotionen darüber, Buch darüber. Das ist so hilfreich fürs Trading. Und zwar ist es sehr spannend, dass man sich wirklich mal so ein kleines Büchlein irgendwo immer griffbereit hat. Und zum Beispiel, also die Momente, die ich möchte, die ihr beobachtet, die sind nicht Trading, sondern die Momente sind: Wann nehme ich mein Handy in die Hand und öffne Instagram? Wann schreibe ich einer bestimmten Person? Wann gehe ich zum Kühlschrank und möchte was essen? Wann habe ich das Bedürfnis, Netflix anzuschalten? Wann habe ich irgendwie das Bedürfnis, was zu kaufen? Das sind so ganz klassische Momente, wo wir eigentlich Emotionen oder irgendwelche Traumata, die wir mit uns rumtragen, unterdrücken. Das ist wirklich super spannend, und zwar liegt es daran, dass das eben Momente sind, wo wir sozusagen einen Ausweg suchen. In den meisten Fällen. Klar, manchmal muss ich mein Handy einfach in die Hand nehmen, um wem zu schreiben. Manchmal öffne ich Instagram einfach, weil ich einen Post hochladen will. So, es ist nicht immer so, aber es gibt schon, man kann schon sehr, sehr viel über sich lernen, wenn man das einfach mal macht. Oder was zum Beispiel, was bei mir ganz krass war, das geht jetzt ein bisschen deep, aber ich habe in meiner Vergangenheit sehr oft Angstzustände gehabt, so Angstzustände, Panikattacken mäßig, dass ich plötzlich wirklich, also dass mein Herz angefangen hat zu rasen, so stark, dass ich quasi nichts mehr gehört habe und in so einem richtigen Tunnelrausch war. Und wenn das quasi passiert ist, dann war der Tag vorbei. Also die wurden und durch unterschiedliche Dinge ausgelöst. Aber dann, das Einzige, was ich dann machen konnte oder was ich dann gemacht habe, ist, also danach, irgendwann war es dann wieder vorbei, aber danach war meine Energie komplett weg. Und ich habe dann unfassbar viel gegessen und mich für den Rest des Tages ins Bett gelegt. Ich habe jetzt nicht geweint oder so, aber es ging mir einfach extrem schlecht und ich wusste erstens nicht, woher es kommt, und zweitens auch nicht, wie ich damit umgehe oder wie ich da wieder rauskomme. Und deswegen war der einzige Weg, den ich hatte, war, mich abzulenken mit irgendeiner Serie und Essen. Und dann habe ich mich natürlich am nächsten Tag super schlecht gefühlt, weil ich dann natürlich irgendwelche ungesunden Sachen gegessen habe und nichts geleistet habe. Und dann bin ich in so eine Spirale gekommen, dass ich mich dann selber dafür sozusagen gepunished habe und dann gesagt habe, boah, nee, jetzt musst du noch härter Sport machen und jetzt werden wir noch weniger oder werden wir noch gesünder essen, um das wieder reinzuholen. Und dann war ich in so einer Spirale, wo ich eigentlich komplett gegen mich selber gearbeitet habe, meinen Körper gehasst habe, obwohl ich genauso aussah wie immer, so ist keine Ahnung, aber es gibt ja einfach Tage, da habe ich mich gehasst und Tage, da war alles gut. Und dann habe ich tatsächlich, interessanterweise kamen dann diese Angstattacken, die waren fast weg, also die habe ich auch irgendwo aus der Kindheit mitgetragen, weil es einfach in meiner Kindheit öfter mal Situationen gab, wo sehr viel Unsicherheit gegeben war und ich da diese Angstattacken entwickelt habe. Und als ich dann angefangen habe zu traden, da habe ich dann immer wieder solche Angstattacken gehabt, wenn ich wirklich schlechte emotionale Trading-Entscheidungen getroffen habe. Also wenn ich wirklich viel Geld verloren habe oder ein Konto geplättet habe oder was auch immer. Und da hatte ich dann eben diese gleichen Gefühle oder wenn ich mal, also auch tatsächlich manchmal auch schon, wenn ich einfach nur ein paar Prozent verloren habe, aber einfach hat mich das dann sehr mitgenommen. Und ich habe dann ein Buch darüber gelesen und das ist auch eines der Bücher, die ich euch empfehle, nämlich Werde übernatürlich, wo es um emotionale Abhängigkeiten geht. Und zwar ist es so, in dem Moment, wo ich es quasi schaffe, mit meinen Gedanken so einen Angstzustand zu kreieren, dass ich Herzrasen bekomme und dass ich mich in einem Tunnel befinde und dass ich für mehrere Minuten einfach off bin, in dem Moment schaffe ich es eigentlich, mit meinen Gedanken extrem viel Energie zu kreieren. Weil das ist ja dann nichts mehr, was nur in meinen Gedanken stattfindet, sondern das ist ja physisch messbar. Das sind chemische Prozesse, die in meinem Körper ablaufen. Das sind Hormone, die ausgeschüttet werden und das ist einfach da. Und diese emotionalen Abhängigkeiten, die müssen nicht bei jedem so extrem sein, wie sie damals bei mir waren. Aber die hat jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise. Und das ist tatsächlich so, dass auch wenn die Emotionen negativ sind, wie es in dem Fall war, es sein kann,
dass du davon abhängig bist, dass du diese Emotion brauchst, weil dein Körper, obwohl es eine negative Emotion ist, kennt diese Emotion, er kennt diesen chemischen Prozess, er kennt dieses Gefühl und es gibt deinem Körper eine Form der Sicherheit oder auch eine Form der Bestätigung, dass du es verdient hast, so zu leiden, weil du zum Beispiel denkst, du bist nicht mehr wert. Und das ist einfach ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel auseinandersetze und warum es so wichtig ist, sich wirklich seiner Emotionen bewusst zu werden, weil in irgendeiner Art und Weise hat jeder diese Art von Emotionen und die sabotieren uns ganz massiv im Trading. Viele werden wahrscheinlich die Emotion haben, dass sie eben dieses Money-Mindset-Bild haben, dass sie es nicht wert sind oder dass man hart arbeiten muss, um viel Geld zu verdienen oder dass Trading sowieso nicht funktioniert oder irgendwie sowas in diese Richtung. Das hat eigentlich fast jeder, weil das wirklich in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Es wird dir schon von Kindheitstagen an gesagt. Spannenderweise kriege ich das selbst von meinen Followern gesagt, die antworten mir dann auf meine Stories, wenn ich Erfolge habe oder wenn ich gute Trades habe, kriege ich dann manchmal Nachrichten wie, du hast es dir ja auch verdient, du hast ja auch hart dafür gearbeitet. Wo meine generelle Antwort darauf ist sofort, ich weiß ganz genau, was du für Probleme im Trading haben wirst. Weil wir müssen weg davon kommen. Selbst wenn ich es mir nicht hart erarbeitet hätte, selbst wenn ich es herbei manifestiert hätte, hätte ich es dann weniger verdient? Würdet ihr es mir weniger gönnen, dass ich erfolgreich im Trading bin, wenn ihr nicht gesehen hättet, dass ich hart dafür gearbeitet habe? Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil wahrscheinlich manche ja, weil sie sich denken würden, so wie unfair. Warum funktioniert es bei mir nicht so? Und das ist so ein Knappheitsgedanke, mit dem man viele Probleme hat, nicht nur im Trading, sondern auch grundsätzlich, wenn es um Money Mindset geht. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, es ist etwas nicht in ausreichender Fülle vorhanden, ne, limitiert man sich eigentlich selbst und zeigt sich selbst, dass etwas nicht in ausreichender Fülle vorhanden ist. Und ich meine, das beste Beispiel ist ja, wie gesagt, so ein Trade, weil wenn ich jetzt einen Trade mache, bei dem ich jetzt 1.000 Euro gewinne, dann heißt es ja nicht, also ich meine, deswegen ich nehme ihn ja keiner anderen Person weg. Irgendwem wahrscheinlich auf dem Finanzmarkt schon, aber wahrscheinlich in erster Linie meinem Broker, weil ich trade ja gegen meinen Broker. Und ich nehme ihn ja nicht dir, Magda, oder dir, Juliane, oder dir, Matthias, weg, sondern ihr könntet ja trotzdem genau den gleichen Trade haben. Und das ist eben so, das ist ein sehr, sehr, sehr tiefes Glaubensbild, gerade in Deutschland. Tatsächlich habe ich festgestellt, es ist weniger tief in den südeuropäischen Ländern, weil die Leute da insgesamt so ein bisschen lockerer an ihr Leben rangehen. Aber gerade in so Ländern, wo man eigentlich immer nach seinem Ergebnis beurteilt wird, ist es ein sehr, sehr tiefes Bild. Und daran müsst ihr unbedingt arbeiten. Genau, ich beschäftige mich auch seit Anfang des Jahres relativ viel mit Human Design. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, so eine Möglichkeit, anhand deines Geburtsortes, deines Geburtstages und deiner Geburtszeit quasi zu bestimmen, was für ein Energietyp du bist. Und das funktioniert eben aufgrund der elektromagnetischen Schwingungen, die quasi auf eben die Geburtszeit und deinen Geburtsort eingewirkt haben zu dem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt da 5 verschiedene Energietypen, da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, wen es interessiert. Der muss es googeln oder die Leute, die bei mir im Coaching sind, da werden wir auf jeden Fall tiefer dazu eingehen. Und es ist ganz spannend, weil tatsächlich beeinflusst es schon sehr unsere Persönlichkeit oder unseren Trading-Stil. Für mich war es tatsächlich so, als ich erfahren habe, welcher Human Design-Typ ich bin, da ist mir einfach nur alles klar geworden. Da habe ich einfach gemerkt, dass ich mein gesamtes Leben schon komplett so lebe, wie ich leben sollte, was ich erstmal gut fand. Ich entscheide immer ich bin zum Beispiel jemand, also ein besonderes Merkmal ist Gut-Feeling. So sollte ich meine Entscheidungen treffen. Bauchgefühl, erstes Bauchgefühl, meiner Intuition nachgehen und es einfach machen. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Entscheidung anders getroffen. Deswegen war das einfach erstmal schön zu sehen, dass ich habe das nicht gebraucht. Also ich habe diesen Rahmen für mich nicht gebraucht, weil ich sowieso jemand bin, der komplett nach Intuition lebt. Ich höre wirklich, also wenn ich nicht genau weiß, was ich machen soll, dann setze ich mich hin, meditiere und spreche mit meinen Spirit Guides und danach weiß ich, was ich machen soll. Und so handle ich immer. Und wenn ich in dem Moment keine Antwort darauf habe, dann lasse ich mir auch mit der Entscheidung Zeit oder wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt, es jetzt zu machen, bis es sich richtig anfühlt. Nach Intuition leben ist echt was sehr, sehr Schönes, was man wieder erlernen muss, weil einem das eigentlich ab Grundschulalter aberzogen wird.
weil es nicht in unsere Gesellschaft passt. Aber eigentlich ist es so spannend, weil wenn du dich mal damit beschäftigst, dein Körper, der hat eigentlich alles, was er braucht, der sagt dir alles, was er braucht. Du hast Kopfschmerzen oder keine Ahnung was, er sagt dir, es ist zu viel. Du bekommst viele kleine Signale und was machen die Leute? Sie schmeißen Schmerztabletten ein. Wow. Anstatt auf ihren Körper zu hören. Also das ist genau auch ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, aber jedenfalls hier sind auch nochmal 3 Bücher, die ich denke, die extrem wichtig sind für Trading und fürs Leben. Also das ist einfach, man kann nicht Persönlichkeit und Mindset im Trading haben und in seinem Leben nicht. Sondern man hat es entweder oder man hat es nicht, aber man kann es nicht auseinanderdividieren. Genauso wie man nicht sagen kann, man ist diszipliniert beim Traden und hält sich immer an sein Risikomanagement, an seine Analyse und danach legt man sich auf die Couch, schaut Netflix, hat keinen Bock, ein Workout zu machen und isst Chips. Das wird einfach nicht funktionieren, weil du bist eine Person mit einem Charakter und du trainierst dein Mindset die ganze Zeit, egal ob positiv oder negativ, aber du schaffst die ganze Zeit Routinen, du schaffst die ganze Zeit Gewohnheiten, die du tiefer und tiefer und tiefer implementierst und wenn du dir nicht bewusst bist, welche du implementierst, dann sind die wahrscheinlich negativ. Genau, da sind wir hier schon mal Ziele. Gut, das haben wir jetzt eigentlich schon besprochen, da habe ich vorher schon recht viel dazu gesagt. Das ist wirklich eben nochmal das, was extrem wichtig ist, um dann auch weiterzukommen, weil klar, diese Persönlichkeit und Mindset-Entwicklung ist gut, aber man muss ja irgendwo auch wissen, wo es hingehen soll. So, das empfehle ich gerade den Leuten, die Fulltime-Trader werden wollen. Fulltime-Trader werden ist auf jeden Fall nett, weil man verdient auf jeden Fall damit ausreichend Geld, um sein Leben mit relativ wenig Arbeitsaufwand, sage ich mal, zu bestreiten. Zumindest im hinten raus, sobald man muss auf jeden Fall erstmal die Arbeit machen. Ja, also versteht es nicht falsch. Ich will euch nicht erzählen, dass Fulltime-Trader, ihr werdet morgen reich sein, auf gar keinen Fall, sondern ihr werdet wahrscheinlich die ersten 2 Jahre nicht reich sein. Aber was es auf jeden Fall bedeutet, ist, dass es auf Dauer, je mehr es für euch zur Gewohnheit wird, wird es entspannter und wird es weniger Zeit in Anspruch nehmen, wesentlich weniger Zeit als ein normaler Job. Und dann ist es halt schon wichtig, dass man da nicht so, ich habe am Anfang so ein bisschen den Sinn des Lebens, also nicht den Sinn des Lebens verloren, aber ich war davor ich war immer extrem zielstrebig und fokussiert in meinen vorherigen Jobs. Ich wollte immer sofort am besten der Chef sein von meiner Abteilung und wollte immer die Beste sein. Und ich hab mich wirklich auch regelrecht getriggert gefühlt, wenn ich das Gefühl hatte, jemand anders könnte eventuell besser sein als ich in dem Bereich. Und dann war es schon so beim Trading, okay, ich habe da natürlich das Gleiche gehabt. Ich habe dann auch das Gefühl gehabt, ich will jetzt sofort am besten sein und sofort profitabel. Aber wie gesagt, man kann es nicht immer erzwingen. Aber man muss sich dann schon überlegen, was möchte man dann mit seiner Zeit machen? Weil ich denke, die Leute, die jetzt hier sitzen und die mich auch mögen und mir folgen, die folgen mir nicht, weil sie danach den Rest ihres Lebens in einem Strandclub in Nizza verbringen wollen und mit Geld um sich werfen. Auch wenn das ab und an mal vielleicht ganz schön sein kann. Weiß ich nicht, ein Wochenende im Jahr möchte ich das vielleicht auch mal machen. Aber das ist nicht mein Lebensziel. Und ich kenne tatsächlich ganz viele Trader, deren Lebensziel ist es. Genau das. Ich kenne alle, also allein jetzt hier auf Bali, ich habe so viele Trader hier kennengelernt. Das ist so spannend, was man so für unterschiedliche Charaktere hat. Aber die meisten nutzen es tatsächlich, um eigentlich, also um quasi ihre Zeit so ein bisschen loszukoppeln von diesem festen Gehalt und dann eben auch die Zeit zu haben, entweder natürlich klar, um sie mit der Familie zu verbringen, dass man wirklich sagt, hey, ich kann zu Hause sein, ich sehe meine Kinder aufwachsen, ich bin da dabei, oder sie haben wirklich ein Herzensprojekt, was sie halt in die Welt bringen möchten und was aber nicht so viel Geld bringt. Zum Beispiel, für mich ist es eben ganz klar, also dieses Mindset- und Persönlichkeitsentwicklungsthema, aber kombiniert mit Sport, mit Yoga, mit Pilates. So mein Traum wäre es eigentlich, irgendwie so ein Retreat-Zentrum zu haben in mehreren Orten der Welt, wo ich dann, keine Ahnung, selber auch immer wohne, wenn ich dann gerade dort bin, wo dann natürlich auch meine Favorite Pilates-Klassen angeboten werden, damit ich dann meine Routine machen kann und wo ich mich dann einfach mit gleichgesinnten Leuten connecten kann, wo ich Leuten, die so sind wie ich, die reisen wollen, die auf Gesundheit achten, die ihr Leben genießen wollen, die nicht unbedingt jedes Wochenende sich nur zusaufen wollen, die da einfach wirklich gleichgesinnte Menschen finden, wo sie Freunde finden, Spaß haben, wo ein toller Austausch zustande kommt und wo man Sachen kreiert. Ja,
Das ist einfach so mein Ziel, dass ich halt einfach so mehrere von diesen Häusern habe. Dieses Haus, so wie es jetzt hier ist, wäre schon mal perfekt, aber ich habe in Portugal auch schon 1, 2 Objekte im Sinne, aber wann kann man sich sowas leisten? Wann kann man sich einfach keine Ahnung, ein Haus kaufen, wo dann 10 Zimmer drin sind und noch ein Pilatesstudio drin ist und das einrichten? So das geht halt nicht einfach so. Oder ich will auch nicht einfach, also auf Kredit ist auch ein bisschen stressiger als Trader, glaube ich, weil dann müsste man seinen Kredit abbezahlen und dann hat man, glaube ich, echt Druck beim Trading. Also ich glaube, davon würde ich abraten. Und das ist zum Beispiel mein Ziel und das ist aktuell mein Ziel. Vielleicht ändert sich das irgendwann in der Zukunft doch mal. Vielleicht gründe ich irgendwelche anderen Unternehmen. You never know, in welche Richtung es geht, aber ich bin mir recht sicher, dass es in dem Bereich Fitness und Wellbeing bleiben wird. Nur ein Pilates oder ein Yoga-Studio zu öffnen, das macht dich nicht reich und das wird dich wahrscheinlich, davon wirst du gerade so überleben können. Und gerade wenn du das in Portugal machst oder auf Bali. Genau, also deswegen setz dir Ziele, überleg dir, warum genau Trading? Was willst du damit erreichen? Das ist super wichtig, weil dann hast du auch die Motivation, jeden Tag was dafür zu tun. Genau, dann Mindset, bleibe glücklich. Da habe ich schon viel drüber gesprochen. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Job, wo man so viel auf und ab mit seinen Emotionen hat, wie beim Trading. Und ich habe am Anfang tatsächlich, meine Freundinnen können ein Lied davon singen, sehr viel von meinem Happiness-Level abgegeben. Und ich war eine lange Zeit nicht so glücklich. Ich habe es zwar immer versucht, irgendwie es aufrechtzuerhalten, aber es ist mir sehr schwer gefallen, eben mit dieser Unsicherheit, mit den Auf und Abs, die man hat, mit guten, mit schlechten Trades. Und irgendwann kam aber der Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, so, du bist gerade nicht funded. Dann habe ich mir überlegt, dann habe ich mir quasi so eine Art Ziel aufgeschrieben, wie würde ich mich verhalten? Was wäre mein Tagesablauf, wenn ich jetzt einfach gerade ein Funded Trader wäre und Geld spielt keine Rolle? Und als ich dann diesen Tagesablauf aufgeschrieben habe, da habe ich was ganz Interessantes festgestellt. Nämlich ich habe festgestellt, dass nichts auf dieser Liste mit Geld zu tun hat. Es stand nichts drauf, was ich jetzt also zu diesem Zeitpunkt damals, weil ich da natürlich nicht so viel Geld hatte, nicht machen konnte. Sondern es war so, ich stehe auf, ich bin glücklich, ich gehe raus auf meinen Balkon, keine Ahnung, ich trinke meinen Kaffee, ich meditiere dort erstmal, dann mache ich entspannt Yoga, dann lese ich was, dann, keine Ahnung, treffe ich mich zum Spazierengehen mit Freundinnen, dann trade ich, konzentriere mich voll fokussiert aufs Trading und dann konzentriere ich mich nachmittags. Also ich meine, zum Beispiel für mich ist Coaching, egal in welcher Form, definitiv eins meiner Lebensziele. Das werde ich immer weitermachen, das werde ich machen in Richtung Fitness und Wellbeing, das werde ich machen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich vorher schon gemacht im Bereich Statistik. Das macht mir einfach Spaß, das erfüllt mich. Deswegen war zum Beispiel auch eins der Sachen, die ich gesagt habe, die ich mache, dann abends Calls und dann gehe ich abends zum Abendessen, koche was mit meinen Freunden. Dann habe ich es gelesen und habe festgestellt, so, wie dumm bist du eigentlich? Du sitzt hier zu Hause, hast schlechte Laune, weil irgendein Trade schlecht gelaufen ist und weil du jetzt in diesem Moment nicht profitabel bist, aber eigentlich ändert sich gar nichts daran. Du musst schon in diesem Moment einfach dieses Glück ausstrahlen, damit diese Dinge auch zu dir kommen können. Wenn du so negativ und so fokussiert bist und so, ich habe es immer noch nicht geschafft und immer noch nicht geschafft und ich will es jetzt schaffen, dann kommen diese Dinge nicht von selbst zu dir, sondern dann fühlt es sich hart an. Dann fühlt es sich an wie eine unüberwindbare Brücke. Und wenn du diese Brücke, die kannst du nur überwinden, wenn du es eben schaffst, dass du quasi mit dir in Balance bist, dass du jetzt schon diese Person bist, der profitable Trader ist. Du musst diese Person jetzt schon sein, damit du wirklich dauerhaft konsistent zu dieser Person werden kannst. Zumindest auf einer Gefühls- oder auf einer Energie- oder einer emotionalen Ebene. Und das ist nämlich genau das, was mir also super wichtig ist. Ich will nicht, dass die Leute einfach nur profitabel werden, weil ich glaube, einfach nur profitabel werden kann man sicher auch, wenn man sich weniger mit Mindset beschäftigt. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht so nachhaltig ist. Und ich bin der Meinung, dass es wesentlich schwieriger ist, nebenbei glücklich zu sein und wirklich seine Ziele zu verfolgen und den Sinn des Lebens zu sehen. Ich hatte auch schon viele Tage in meiner Vergangenheit, in denen ich zwar profitabel abgeschlossen habe, aber keinen guten Tag hatte. Ich glaube, Magda war an einem der schlimmsten Tage dabei, wo ich mich irgendwie mal, ich glaube, ich habe mich
von irgendwem beeinflussen lassen. Also ist natürlich meine Schuld, also ich möchte da gar keine Schuld jemandem anderen zugeben. Aber ich habe mich jedenfalls beeinflussen lassen und habe dann irgendwie ein paar Trades gesetzt, die dann viel zu hoch im Minus waren, oder auf meinem privaten Account. Die waren dann den ganzen Tag, ich weiß nicht mehr, Marc, da waren es 10, 15%. Also auf jeden Fall eine Summe, die wehgetan hat, die richtig wehgetan hat. Die Sache war aber, dass es keinen Sinn gemacht hat, den Trade zu verlassen, weil das Setup war definitiv gegeben und die Wahrscheinlichkeit, die lag wirklich bei über 90%, dass dieses Setup oder dass dieser Zielpreis, den ich gesehen habe, an diesem Tag noch erreicht wird. Nur ich war halt viel zu früh in diesem Trade drinnen und ich habe halt, glaube ich, 8 Stunden vor diesem Trade verbracht, weil ich konnte keinen Stop-Loss setzen, sondern ich habe halt quasi meinen Finger am Abzug gehabt, dass wenn es wirklich in die andere Richtung läuft, dass ich dann irgendwann den Notnagel-Ausstieg nehmen muss. Aber auf der anderen Seite konnte ich dann eben den Trade natürlich nicht alleine lassen und dann hatte ich wirklich die anstrengendsten 8 Stunden meines Lebens, bin dann am Ende des Tages mit plus 7% nach Hause gegangen. Also es war ein profitabler Trading-Tag, ein sehr profitabler Trading-Tag am Ende des Tages, aber bin danach erstmal krank geworden. Es ging mir danach so schlecht, mein Körper war so fertig von diesem stetigen Druck, von diesem Adrenalinpegel, den ich den ganzen Tag gehabt habe, nur wegen einem Trade, wo ich einfach sage, das ist es doch nicht wert. Da muss es doch einen anderen Weg geben. Und das ist eben das, was ich sage. So 80% Geist, 10% ist wirklich Körper, 10% ist Wissen und technische Analyse. Und man muss eben diesen Trade-off schaffen, indem man sich um diese Bereiche kümmert, dass man glücklich bleiben kann beim Trading. Und dass es eben nicht danach den ganzen Tag beeinflusst. Genau, dann zur Strategie. Lernen will gelernt sein. Ja, was ich genau grundsätzlich sagen möchte, ist, dass was ganz wichtig ist, wenn ihr Calls nacharbeitet oder wenn ihr YouTube-Videos anschaut oder wenn ihr euch neue Strategien beibringt, schaut sie nicht auf Double Speed an. Nehmt euch, wenn der Call 1 Stunde geht und ihr wollt ihn nacharbeiten, dann nehmt euch 2 Stunden Zeit. Habt was zum Schreiben dabei. Ich will eigentlich auch niemanden in irgendeinem Call sehen, wo die Person nicht mitschreibt. Weil man vergisst Sachen wieder so schnell. Und was Sinn macht, wenn man wirklich Theorie-Calls, sage ich mal, nacharbeitet, dass man alle 10 Minuten Pause drückt und dass man dann wirklich sich überlegt, okay, kann ich das Gelernte am Chart selbst anwenden? Und es dann anwendet und es dann probiert und es wirklich, also man lernt nicht nur durch Hören und jemand erzählt dir was, sondern du lernst eben am meisten durch, ich versuche es selbst zu begreifen, ich versuche es selbst anzuwenden, ich versuche es selbst jemand anderem zu erklären. Und wenn ich das kann, dann habe ich es verstanden. Wichtig ist bei der Strategie, was ich noch sagen möchte, also ich werde natürlich jetzt auf keinen Fall erklären, was genau meine Strategien sind, aber wichtig ist, dass ihr eine Strategie findet, die zu eurem Alltag passt. Und eine Strategie findet, die ihr jeden Tag 1:1 so umsetzen könnt. Ja, zum Beispiel, ich habe meine Limit-Order-Strategie, das ist auch das, was die meisten meiner Mentees traden, weil man da einfach kein aktives Trade-Management braucht, sondern man kann da ohne aktives Trade-Management arbeiten. Die Analysezeit ist tatsächlich sehr kurz, also ich würde sagen unter 1 Stunde am Tag auf jeden Fall. Lass es vielleicht 30 Minuten sein, die man investieren muss, um dann wirklich alles zu setzen und sein Risiko zu berechnen und so weiter und so fort. Aber genau, das ist tatsächlich eine Sache, die wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten. Dann, die kann man halt immer traden, die Limit Orders kann man immer setzen. Dann ist noch wichtig, also wer DAX-Eröffnung traden kann, jeder kann auch die DAX-Eröffnungsstrategie einfach bei YouTube googeln. Ihr braucht, wie gesagt, also per se ist es so, natürlich hilft euch ein Coach oder ein Mentor dabei, die richtige Strategie für euch zu finden. Und natürlich ist es angenehmer, das mit jemandem zusammen zu machen, weil zum Beispiel ich halt sofort den Leuten sagen kann, funktioniert nicht, passt für dich nicht oder sofort die Probleme sehe und ihnen auch sehr schnell sagen kann, 1, 2, 3 ist wichtig und den Rest kannst du vergessen. Natürlich kostet es wesentlich mehr Zeit, wenn man sich das Ganze selbst zusammensuchen muss, aber wie schon gesagt, und da stehe ich auch dazu, für eine reine Trading-Strategie braucht ihr kein Geld ausgeben, keinen Cent. Wenn ihr alles perfekt meistert, wenn ihr euer Mindset perfekt meistert, wenn ihr euch im Griff habt, wenn ihr es schafft, eure Tabellen auszufüllen, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr sofort klar sehen könnt,
diese Strategie ist gut oder diese Strategie kann funktionieren oder kann nicht funktionieren, dann braucht ihr dafür kein Geld ausgeben. Ganz ehrlich. Und das ist aber auch der nächste Punkt zum Beispiel. Jetzt kann ich mittlerweile, stelle ich fest, ich könnte mir in kürzester Zeit unendlich viele Strategien aneignen, weil ich einfach sofort sehe, was kann bei dieser Strategie funktionieren, was kann bei dieser Strategie nicht funktionieren, was muss das CRV sein, wie hoch darf mein Einsatz sein. Das kann ich backtesten und dann kann ich sofort jede Strategie traden. Nur ist diese Strategie für mich applikabel? Ist dieser Markt für mich applikabel? Und vor allem ganz wichtig, habe ich überhaupt Zeit, zu den Hauptvolatilitätszeiten des Marktes zu traden? Genau, deswegen ganz wichtig. Also, wenn ihr keine Zeit habt zu traden, sucht euch eine Strategie und testet sie mit Limit Orders. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen, aber backtestet sie mit Limit Orders. DAX-Eröffnung, wenn ihr keine Zeit habt zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr, vergesst es. Lasst diese Strategie einfach raus. Wenn ihr Zeit habt, dann ist sie super nice, dann sucht sie euch bei YouTube und dann wandelt es für euch ab. Ich kenne 100 Leute, die DAX-Eröffnung traden und jeder tradet sie anders. Es gibt auch hier kein richtig oder kein falsch. Es ist immer subjektiv. Gold. Gold, Orders zu setzen, wenn der Goldmarkt tatsächlich aufmacht und wenn die Volatilität reinkommt, ist ungefähr das lukrativste, was man so traden kann. Wenn du aber keine Zeit hast, zwischen 13.45 Uhr und 16 Uhr im Chart zu sein, nicht applikabel für dich und auch nicht notwendig, weil man auch mit anderen Strategien ausreichend Geld verdient. Und was ich jetzt gerade neu implementiere, wie gesagt, das ist jetzt aktuell für mich relativ einfach, weil ich viel Zeit habe, weil ich viel Zeit zum Backtesten habe und weil ich jetzt natürlich auch gerade schauen will, dass quasi jeder, der bei mir anfängt, wirklich auf seine Kosten kommt mit Strategien. Ich backteste gerade Euro, US-Dollar und AUD. Warum? Weil ich festgestellt habe, dass es zwei relativ volatile Forex-Märkte sind, die ähnliche Verhaltensweisen aufweisen wie Gold oder wie DAX. Da habe ich tatsächlich jetzt mit Limit Orders zum Teil sehr gute CRVs erreichen können, mit Alarm und Limit Orders. Und das ist eigentlich gerade so ein bisschen, also mein Thema, wo ich gerade dran bin. Also ich lerne auch nie aus, ich entwickle mich stetig weiter. Genauso entwickeln sich meine Strategien mit mir weiter. Deswegen, es kann auch sein, dass ich in einem Jahr was komplett anderes trade, weil sich das einfach mit mir weiterentwickelt hat. Ich will mich da nicht drauf festlegen. Aber diese beiden Märkte gefallen mir gerade sehr gut, weil ich da eben mit Limit, also bei Gold und bei zum Beispiel DAX oder bei S&P 500, da habe ich auch gute CRVs, aber keine extraordinär guten CRVs. Und bei Euro, US-Dollar hatte ich jetzt tatsächlich schon eigentlich fast immer mit Limit Orders und CRVs über 10, was ich schon bei meinen Limit Orders ansonsten nicht hinbekomme, bin ich ehrlich. Deswegen, das teste ich gerade noch, aber genau, da wird es mehr dazu geben, sobald ich damit für mich durch bin. Genau, dann ganz wichtig, nichts geht über Erfahrung. Du kannst Erfahrung nur durch Backtesting beschleunigen. Du musst Backtesting in deine tägliche Routine einbauen, täglich. Und zum Beispiel gut ist, wenn man sagt, ich backteste jeden Tag eine Woche oder einen Monat, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Aber es muss eine Strategie sein und ich kann euch wirklich nur eins empfehlen, ein Markt. Ein Markt, eine Strategie für den Beginn. Alles, was darüber hinausgeht, ist kompletter Bullshit. Die einzige klitzekleine Ausnahme ist, die Leute, die bei mir sind und Limit Orders traden, die können die in 3 Märkten setzen. Aber da ist es auch so, dass man sich nicht so sehr da fokussiert man, ist relativ simpel. Also da fokussiert man sich nicht so sehr auf die einzelnen Bewegungen des Marktes, sondern man setzt relativ einfach, hau rein, gib ihm 10 Limit Orders jeden Tag, egal, oberhalb, unterhalb und dann wartet man nur noch ab. Aber es funktioniert, also deswegen, why not? Aber da braucht man nicht so ein tiefes Marktverständnis, aber ansonsten zum Beispiel, ich trade sehr gerne Gold und ich muss sagen, die besten Erfolge habe ich, wenn ich einfach nur stupide Gold trade und einfach keinen anderen Markt anschaue. Wenn ich einfach einen Markt, ich weiß ganz genau, wo reagiert der Markt oft. Der Markt reagiert auch oft, wenn der jetzt an einem Level die ganze Woche reagiert hat, dann wird er da auch nächste Woche wieder reagieren. Irgendwann bricht er es dann mal. Aber das ist total wichtig, dass man wirklich diese kleinen Movements dieses einen Marktes genau kennt. Und die kennt man nur genau, wenn man sich nur auf einen Markt fokussiert. Und deswegen hört auf mit diesem Knappheitsgedanken, dass ihr 10 Märkte braucht, um erfolgreich zu sein.
Braucht ihr nicht. Einen volatilen Markt. Genau, nehmt es ernst, es ist euer Job. Tradet nicht während der Arbeit, tradet nur am PC, tradet nur dann, wenn ihr wirklich Zeit habt, euch auch damit zu beschäftigen. In dem Moment, wo ihr quasi unabhängig so euch ablenken lasst und dann tradet ihr in der Arbeit, setzt einen Trade in der Arbeit oder whatever, dann zeigt ihr euch eigentlich selbst, dass ihr keinen Respekt vor eurem neuen Job habt, weil ihr es nebenbei macht. Deswegen schaut wirklich, dass ihr euch da nicht selber sabotiert, indem ihr das nicht ernst nehmt. Routinen. Macht euch eine Trading-Routine. Was mache ich, bevor ich trade, Routine? So 10 Minuten Meditation, Tradingplan parat haben, sich angucken, was steht in dem Tradingplan, Backtesting in die Routine einbauen, dass man zum Beispiel sagt, okay, also ich setze zum Beispiel erstmal eine Limit Orders, weil ich sonst meistens irgendwie ein bisschen nervös werde. Ich will dann irgendwie meine Limit Orders gesetzt haben. Dann habe ich auch schon wieder ein bisschen FOMO, dass ich nicht abgeholt werde, wenn ich jetzt zuerst backteste. Also, wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Also ich setze zuerst meine Limit Orders und dann backteste ich, aber dann backteste ich. Genau, Analyseroutine für eine Strategie und einen Markt finden, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, ich mache immer eine Top-Down-Analyse und dann setze ich meine Orders im 30-Minuten-Chart. Immer, jeden Tag das Gleiche. Tägliches Emotionstagebuch, tägliches Trading-Tagebuch führen und Konsistenz zu deiner Routine machen. Das ist deine Routine. Deine Routine ist, etwas zu finden, was du jeden Tag stumpf wiederholen kannst. Und nicht einen Tag Vollgas zu geben und 700 Stunden zu arbeiten und nicht zu schlafen und dich selber dazu zu zwingen, dies und dies und dies noch zu erledigen. Nee, sondern eine stetige kleine Flamme. Wir brauchen nicht eine riesige Flamme an einem Tag und dann ist man ausgebrannt für den Rest der Woche. Also, das ist echt wichtig. Und dann kommt es darauf an, auf welchem Stadium du bist. Man kann von anderen viel lernen. Wie gesagt, ich habe es schon öfter erwähnt. Also ich habe früher auch immer Screenshots gemacht von allem Möglichen, was ich gesehen habe, wo ich dachte, das ist gut und so weiter und so fort. Mach's aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dann schon so ein bisschen daraus deine Strategie abgeleitet hast, dann hör auf. Mute alle anderen Trader, auch mich, die ihre Sachen posten und konzentriere dich auf dich. Wobei ich es jetzt sowieso so mache aktuell, dass ich eigentlich nie zeige, wo meine Ein- und Ausstiege waren, weil ich eigentlich das den Leuten dann eher so mitgeben möchte, weil ich auch nicht möchte, dass die Leute dann sich denken, oh, warum habe ich das nicht gesehen oder warum habe ich das gesehen? Vielleicht mache ich es in Zukunft mal wieder, aber jetzt gerade mache ich es nicht. Genau. Aber genau, konzentriere dich nicht darauf, was jemand anders verdient oder was jemand anders zeigt, sondern überleg dir, jeder hat irgendwann mal bei Null angefangen. Und Null ist auch nicht bei jedem das gleiche Null. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe halt vorher Statistik studiert, 3 Jahre lang und im Risikobereich in der Bank gearbeitet. Ich meine, ich habe nicht getradet, aber sagen wir mal so, ich habe diese ganzen Dinge schon öfter gehört. Und ich habe mich schon sehr oft mit diesen Kennzahlen auseinandergesetzt und ich habe mich schon sehr oft mit statistischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen auseinandergesetzt. Und ja, ich habe mich, ich hatte vorher schon Erfahrungen im Finanzmarkt an sich. So, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit jemandem, der vielleicht was ganz anderes gemacht hat und aus dem kreativen Bereich kommt oder aus dem, weiß ich nicht, Marketingbereich kommt oder einen normalen Bürojob hat oder whatever. Es ist total egal. Aber ja, genau, vergleicht euch da einfach auch nicht und sagt euch, ja, das hat sie jetzt aber in einem Jahr geschafft, ich muss es auch in einem Jahr schaffen. Sondern wie gesagt, jedes Null ist woanders. Und mein Null war halt wahrscheinlich, als ich vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren angefangen habe, Statistik zu studieren. Da war halt mein Null, als ich gerade Köchin war und gar keine Ahnung hatte, was 1 plus 1 ist so ungefähr. Das war mein Null. Und dann habe ich halt da schon ein bisschen Vorleistung erbracht zum Trading jetzt, unbewussterweise. So, das ist jetzt mal ein Step-by-Step-Plan, den ihr eigentlich jetzt sofort umsetzen könnt. Ihr könnt euch dann später in der Aufzeichnung das nochmal anschauen oder ihr schreibt es euch mit. Nutz dieses Wochenende direkt, um deinen Tag zu planen. Plan dir eine Routine, die umsetzbar ist für dich. Plan dir keine 3-Stunden-Routine, wo du alles abarbeitest von Pilates, Yoga, Meditation, Trading und nochmal Meditation, sondern plan in kleinen Schritten. Plane, du stehst auf, du meditierst 5 Minuten, ne? Du bewegst deinen Körper 10 Minuten. Es kann ein kurzes HIIT-Training sein, es können 10 Burpees sein, whatever. Einfach nur kurz. Es geht dabei nicht um Abnehmen oder whatever. Es geht dabei darum, deinen Geist frisch zu machen, deine Durchblutung anzuregen,
Danach trinkst du 1 Liter Wasser oder einen halben Liter Wasser, damit du hydriert bist. Und dann setzt du dich, von mir aus noch eine kalte Dusche, setzt dich an den Chart. Aber das ist eine schnelle Morgenroutine, die man in, keine Ahnung, einer Stunde abarbeiten kann oder in einer halben Stunde. Man muss keine 100 Stunden meditieren. Das kann man später machen, so wie man Fulltime-Trader ist, dann kann man die Morgenroutine mal 6 Stunden ausatmen lassen. Das mache ich ganz gerne. Meine Morgenroutine ist zu meinem Tag geworden, aber es geht auch kürzer. Und ich habe das auch, bevor ich getradet habe, ich mache das seit 6 Jahren ungefähr, dass ich einfach diese paar kleinen Schritte, dieses 5 Minuten meditieren, dieses kurz 10 Minuten bewegen, kurze Runde Stretching und kurz meine Ziele aufschreiben, das mache ich schon viel, viel länger, als ich überhaupt trade und als ich noch einen ganz normalen Bürojob hatte. Es ist machbar. Genau, nutzt dir das Wochenende auch dazu, um dir Ziele zu formulieren, die du in den nächsten 3 Monaten erreichen möchtest, für Emotionstagebuch. Schreib deine Strategie auf. Bist du in der Lage, deine Strategie im Wasserfallprinzip aufzuschreiben? Weißt du ganz genau, wann du in einen Trade reingehst, wann du in einen Trade rausgehst? Weißt du, wann du früher aus einem Trade rausgehst? Ganz wichtig, geh niemals vorzeitig aus einem Trade, den du analysiert hast. So, damit machst du die Statistik kaputt. Und wenn du es machst, dann wann machst du es? Dann musst du dafür auch eine klare Regel haben. Natürlich kannst du es machen, wenn du siehst, der Trade läuft nicht mehr so, wie man das geplant hat. Kann sein. Passiert immer mal wieder. Aber dann musst du eine, sage ich mal, mathematisch oder eine technisch formulierte Regel haben, wann du diesen Trade verlässt. Schreib dir einen Plan, wie CAV und Winrate zusammenspielen. Diese Kennzahlen kann man nie gesondert voneinander betrachten. Es bringt euch eigentlich gar nichts, wenn ich euch sage, ich habe einen CAV von 1:2 oder von 1:4, weil es nur eine Bedeutung hat in Kombination mit der Winrate. Wenn deine Winrate nämlich super klein ist, dann, oh, jetzt sieht es so aus, als würdet ihr hier stoppen. Könnt ihr mich noch hören? Könnt ihr mal kurz irgendwie eine 1 in den Chat schreiben oder sowas, wenn ihr mich hört? Jetzt geht's wieder. Okay, ich war kurz weg. Okay, genau. Also deswegen macht euch da mal ernsthaft drüber Gedanken. Wie müssen Chancen-Risiko-Verhältnis und Winrate zusammenspielen bei meinen Trades? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Winrate habe, dann muss ich nicht immer mit so einem krassen CRV arbeiten. Aber was halt sehr angenehm ist, wenn ich ein sehr hohes CRV habe, dann kann ich sehr entspannt sein, was meine Verluste angeht. Dann kann ich auch mit 40% Winrate extrem profitabel sein. Also die Winrate an sich hat eigentlich keine Aussagekraft. Gar keine. Die hat nur eine Aussagekraft im Zusammenhang mit dem CRV. Genau, und dann schau dir deinen Tradingplan an und überleg dir, was ich heute gesagt habe, und überleg dir, ob das alles so passt. Oder ob da noch Dinge sind, die man noch integrieren kann. Genau, die 3 Bücher würde ich jedem empfehlen, gerade auch im Hinblick, emotionale Entwicklung, emotionale Traumata überwinden, so ein bisschen wegkommen von der Opferrolle und hinkommen zu dem Schöpfermodus. Und Trading in the Zone ist natürlich so das beste Trading-Psychologie-Buch, was jeder gelesen haben sollte. Genau, dann Emotionstagebuch und dann auch jeden Morgen so ein bisschen aufschreiben, was kann ich machen, um meinem Ziel heute einen Schritt näher zu kommen. Und vielleicht schafft man es sogar, dass man sich auch untertags vielleicht mal kurz innehalten, 2 Minuten und kurz überlegen, bin ich mit meinen Handlungen, die ich gerade tätige, noch aligned mit meinen Zielen? Oder nicht? Oder bin ich gerade dabei, meine Ziele kurz zu vergessen und wieder weiter weg von ihnen zu treten? Genau, dann beim Trading eine Strategie, die du gebacktestet hast, super wichtig, einen Markt, gerade für Leute, die jetzt noch nicht profitabel sind oder die aktuell kein Fremdkapital traden und das aber gerne möchten, macht es euch einfach. Ein Risiko, eine Strategie, ein Markt. Schreib dir jeden Tag Notizen zu deiner Strategie, weil ich sage immer, man soll kein Strategiehopping betreiben. Man kann aber durchaus seine Strategie anpassen, wenn man merkt, es passt irgendwas nicht so gut. Oder ich passe meine Strategie stetig an. Also ich mache es eigentlich mal so in so 2 bis 3 Wochen Abständen, dass ich wirklich, ich mache mir Notizen dazu, was mir so unter der Zeit auffällt.
Und dann nach so 2, 3 Wochen schaue ich mal wieder meine Notizen und dann irgendwann sehe ich, ach, okay, das ist jetzt aber häufig passiert. Vielleicht kann ich da ein bisschen was ändern. Also man kann auch seine Analyse natürlich verbessern, ja. Also ich sage nicht, also Analyse ist einfach ein Teil des Tradings, aber es ist halt nicht der hauptsächliche Teil des Tradings. Genau, und dann muss man natürlich die neue Version wegtesten und das machst du einfach so lange, bis du profitabel bist. So, gibt es Fragen soweit hierzu? Okay, keine Fragen. Gut, dann werde ich noch einen klitzekleinen Exkurs machen in den Chart, wo ich einfach nur noch mal darauf aufmerksam machen möchte. Ich denke, die meisten Leute hier traden jetzt schon mit den großen Marktteilnehmern oder versuchen es zumindest. So. Genau, das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr. Genau. Also, was ich euch, was gehen wir sogar in den Day-Chart einfach. Was ich euch, oh, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Mal kurz ein bisschen warten. Manchmal lädt das ein bisschen langsam. Was ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr euch vor jedem Trade, den ihr macht, eine Frage stellt. Und zwar die Frage, warum sollte der Markt hier drehen? Was gibt es für einen Grund? Wann dreht der Markt? Der Markt dreht genau dann, wenn die großen Marktteilnehmer, es sind mehrere, es ist nicht nur einer, aber die Gesamtheit der großen Marktteilnehmer, der Meinung ist, dass sie ausreichend Positionen in eine Richtung akkumuliert haben, zusammengesammelt haben. Und sie dann der Meinung sind, dass sie quasi jetzt bereit sind für einen Move. Wann ist das der Fall? Stellen wir uns mal vor, wir sind hier, wir sind jetzt im Day-Chart. Ich gehe jetzt auch gar nicht so sehr in die Analyse auf die Analyse ein, aber das war auf jeden Fall ein sehr schöner Trade. Aber stellen wir uns mal vor, dass wir uns jetzt hier gerade mitten in einer Range befinden. Ich habe die Range hier auch markiert, weil ich das vor kurzem schon mal erklärt habe. Wir sehen, hier ist das untere Ende der Range, hier ist das obere Ende der Range. Sehr viele Leute sehen hier Support-Resistance-Zonen und so weiter und so fort. Ich weiß, ihr seid da alle schon einen Schritt weiter oder die meisten von euch und fallen auf sowas nicht mehr herein. Aber was ganz wichtig ist, dass der Markt niemals den großen Move von hier starten wird. Das muss man verstehen. Das ist der Moment, wo man sich fragt, warum sollte der Markt hier drehen? Antwort, es gibt hier keinen Grund für den Markt zu drehen. Denn der Markt ist hier, hat der Markt noch nicht alles aufgesogen an Liquidität, was er aufsaugen kann. Denn was kann der Markt aufsaugen? Der Markt kann natürlich, hier unten liegt ein sogenanntes ein Stop-Loss-Cluster. Was ist ein Stop-Loss-Cluster? Da müssen wir erstmal ganz kurz verstehen, wenn ich einen Trade setze, sagen wir in dem Fall, sagen wir, ich bin hier schon reingekommen, sagen wir, ich bin hier irgendwo eingestiegen, Long, achso, das war jetzt eine Short Order, Long eingestiegen. Jetzt ist dieses Ding hier im Weg. So. Ich bin hier irgendwo eingestiegen, natürlich hätte ich diesen Trade nie gesetzt, ja, also das ist jetzt wirklich nur, um das zu verdeutlichen. Und ich sage, okay, ich lege jetzt meinen Stop-Loss, weil der Markt ist jetzt schon ein bisschen für mich gelaufen, ich lege den jetzt genau hier drunter. Das ist jetzt mein Tief und da bin ich jetzt drin in dem Trade. Und dann wissen wir, ich habe hier eine Buy-Order platziert. Und das Gegenteil einer Buy-Order ist immer eine Sell-Order. Das heißt, hier oben habe ich eine Sell-Order, wenn der noch drin ist, und hier unten habe ich eine Sell-Order. Wir wissen, dass ein großer Marktteilnehmer oder auch ein kleiner Marktteilnehmer, ich kann nicht kaufen, wenn niemand verkaufen möchte. Aber wer sollte hier unten verkaufen wollen?
Wir sind ja schon weit unten. Selbst der blindeste Retail-Trader sieht, dass wir uns am unteren Ende einer Range befinden. Und warum sollte man hier verkaufen wollen? Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich kein Problem ist, wenn ich eine Order in den Markt lege. Meine eine Order, die interessiert niemanden. Da gibt es immer irgendeinen Doofen, der noch verkauft. Aber es ist interessiert, wenn ich eine große Institution bin und ich möchte 100 Millionen Lot kaufen. Denn diese werden dann gefüllt und zwar wird dann geschaut, wenn ich jetzt hier unten 100 Millionen Lot kaufe, dann kaufe ich vielleicht, weiß ich nicht, 10 Millionen hier, weil hier werden 10 Millionen verkauft, hier vielleicht 50 Millionen verkauft und so weiter und so fort. Und vielleicht wird meine letzte Kauforder irgendwo hier oben ausgeführt, was dann irgendwie knapp 1000 Pips entfernt ist. So. Oder vielleicht noch weiter oder also ja, vielleicht auch erst hier oben, was dann noch weiter entfernt ist. So, da muss man sich halt überlegen, wie kommen jetzt die großen Institutionen an Order? Und nachdem wir ja gerade gelernt haben, oder die meisten von euch wissen es vielleicht auch schon als kleine Wiederholung, dass wir hier unten quasi die Gegenposition haben, nämlich eine Sell-Order, ist es halt wunderbar, wenn man den Markt jetzt einfach sozusagen nochmal ein kleines Stückchen hier drunter pusht. Weil dann werden quasi all diese Stop-Losses, die nicht nur von mir hier liegen, sondern auch von mehreren Leuten, ausgeführt. Das heißt, hier wird eine Menge an Sell. Oh Gott, bin ich schlecht im Schreiben hier. Das ist das Letzte, was ich hier schreibe. Hätte ich einen Text machen sollen. Aber genau, hier wird eine Menge Sell-Positionen frei. Und das bedeutet, wenn die Bank es schafft, oder die Institution den Markt nochmal hier runter zu pushen, dann bekommt sie hier unten einen Haufen Sell-Orders, kann die dann mit ihren Buy-Orders füllen und hat noch einen besseren Einstiegspreis. Das ist halt dieses Konzept, was man einfach verstanden haben muss. Das muss man so tief verinnerlicht haben, weil dann kommt man plötzlich auch auf die Idee und denkt sich so, ja stimmt, wieso sollte die Bank hier, oh, wie kann ich das jetzt immer wieder löschen? So, wieso sollte der Markt hier drehen? Das ist eigentlich die Grundfrage, die man sich immer bei jedem einzelnen Trade stellen muss. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel ausschließlich damit, dass ich mir wirklich meine Zonen suche, wo ich weiß, hier liegt Liquidität und ich steige gar nicht früher ein. Ich warte, ich bin geduldig. Ich habe diese Geduld zu warten, bis der Markt hinkommt und dann suche ich mir hier unten meinen Einstieg mit zusätzlichen Bestätigungen. Ich bin keiner von diesen ungeduldigen Tradern, der hier schon denkt, oh, wir müssen jetzt hier retracen. So müsst ihr wirklich vorgehen, wenn ihr jeden einzelnen Trade setzt. Klar, ihr habt einmal eure Analyse, ihr habt einmal eure sozusagen, also eure persönlichen Merkmale, die euch quasi ein bisschen mehr als 50% Sicherheit sozusagen geben. Aber dann geht ihr trotzdem noch mal ran. Und das ist eine Sache, die sollte auch im Tradingplan stehen. Warum sollte der Markt hier drehen? Und der Markt, der dreht ganz einfach nur dann, wenn ihr Liquidität getankt habt. Das ist wichtig zu verstehen. Okay, damit bin ich am Ende der heutigen Präsentation. Wie sieht es denn aus? Habt ihr denn soweit noch Fragen?